Unmittelbar nach dem G7-Gipfeltreffen in Italien findet ab heute die zweitägige Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz statt. Vertreter von 92 Staaten wollen über erste Schritte eines Friedensprozesses in der Ukraine beraten. Russlands Präsident Wladimir Putin wurde nicht eingeladen. Grundlage der Konferenz in Birkenstock ist der Friedensplan Selenskys. Russlands Präsident Wladimir Putin forderte unmittelbar vor dem Gipfel als Bedingung für einen Waffenstillstand von der Ukraine den vollständigen Verzicht auf 4 Gebiete und die Schwarzmeerhalbinsel Krim. Zudem soll die Ukraine ihre NATO-Beitrittspläne absagen. Das alles würde einer Kapitulation der Ukraine gleichkommen. Zum zweifelhaften Angebot des russischen Präsidenten im Ukraine-Krieg äußerte sich der Bundeskanzler Olaf Scholz in einem Gespräch mit Weltfernsehen und unserem Chefredakteur Jan-Philipp Burgert. Es ist natürlich auch wichtig für uns klarzumachen, dass es nur einen Frieden geben kann, der auch für die Ukraine funktioniert und ihre Integrität und Souveränität nicht beeinträchtigt. Es kann nicht um einen russischen Diktatfrieden geben. Und deshalb ist ja auch so wichtig, dass wir bei dem G7-Treffen nach langer Vorbereitung beschlossen haben, dass wir der Ukraine mit einem sehr umfassenden finanziellen Paket helfen. Und das ist, glaube ich, eine Botschaft an die Ukraine, dass sie sich auf uns verlassen kann, aber auch eine Botschaft an Putin, dass er nicht darauf setzen sollte, dass er einfach nur lange genug abwarten muss und die Unterstützung für die Ukraine dann nachlässt. Und wahrscheinlich ist das auch deshalb eine Botschaft an ihn, dass er sich jetzt ernsthaft einlassen muss auf einen fairen und gerechten Prozess zu einem Frieden. Und wir blicken zu unserer Chefreporterin Tatjana Ohm. Guten Morgen, Tatjana. Du hast einen schönen Hintergrund. Warum findet diese Friedenskonferenz gerade in der Schweiz statt? Guten Morgen nach Deutschland. Naja, der Hintergrund ist offenbar ein Gespräch gewesen zwischen der Schweizer Bundespräsidentin Amhaus und dem ukrainischen Präsidenten Selensky vor einigen Monaten. Und Selensky war auf der Suche gewissermaßen nach einem Gastgeberland, wo er diese Idee von einer großen Friedenskonferenz für sein Land verwirklichen konnte. Und die Schweizer haben dann gesagt, jawohl, wir machen das. Das Ganze findet nun also statt in dem Ressort, was man hinter uns sieht. Und im Moment, ich gehe mal aus dem Bild, dann können wir das ein bisschen sehen. Und ich glaube, die Problematik, die da im Augenblick herrscht, wobei jetzt zieht's oder reißt das ein bisschen auf, ist, wir haben hier in den frühen Morgenstunden massiven Nebel und heftige Wolken über dem Ressort gehabt. Was bedeutet, dass die Masse der Staats- und Regierungschefs, 92 Delegationen werden erwartet, knapp die Hälfte davon in der Tat vertreten durch Staats- und Regierungschefs, die eigentlich alle per Helikopter vom Flughafen Zürich aus kommen sollten, möglicherweise ein bisschen in Schwierigkeiten gewesen sein könnten. Die wichtigsten oder der wichtigste Akteur, der allerdings ist schon da, direkt auch aus Italien gekommen, nämlich der ukrainische Präsident Selensky. Der ist bereits angekommen. Wir haben den Bundeskanzler schon gehört. Und spannend ist natürlich auch, wer eben nicht dabei ist von den ganz Großen, die aus Bari gekommen sind, nämlich der amerikanische Präsident Biden. Für den ist eine Spendengala in Los Angeles offenbar wichtiger als dieser Gipfel. Es wird viel über Frieden gesprochen und viel über Frieden diskutiert. Aber eine Partie ist wichtig, das ist Russland. Und wie sinnvoll sind diese Gespräche? Wie sinnvoll ist das Ganze ohne Russland am Tisch? Ja, da gibt es gewissermaßen unterschiedliche Denkschulen, würde ich jetzt mal sagen. Da sind die einen, die sagen, um Russland mit an den Tisch zu holen, ist es noch viel zu früh. Wir befinden uns noch gewissermaßen in der Findungsphase oder auch wie der Bundeskanzler zum Beispiel gesagt hat, das, was hier passiert, ist ein zartes Pflänzlein, was man dann gießen muss. Oder auch andere, die sagen, es ist erstmal der Einstieg überhaupt in eine Form von Gesprächen. Ich glaube, für die ukrainische Seite geht es eben auch darum, vor allem die Staaten südlich des Äquators, die eben hier auch vertreten sind, nicht alle hochrangig vertreten, aber sie sind vertreten, auch mit denen zu sprechen. Viele von denen traditionell eher näher an Russland dran. Und da hofft man natürlich auf Verständnis. Es gibt auch ganz konkrete Themen, über die gesprochen wird und die gerade für die südlichen Staaten wichtig sind, wie die Nahrungsmittelsicherung zum Beispiel. Das heißt, die Ausfuhr eben unter anderem von ukrainischem Getreide, aber auch nukleare Sicherheit ist ein Thema. Und für die Ukraine ist es, glaube ich, auch vor allen Dingen so ein bisschen ein Abklopfen dessen, auf wen können wir setzen, welche Ideen gibt es möglicherweise. Dass Russland jetzt noch nicht mit am Tisch ist, da sagen eben viele auch, wie gesagt, es ist zu früh, weil an dem Punkt ist man einfach noch nicht. Danke dir, Tatjana, für diese interessanten Hintergründe und Informationen.